Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und einige andere Sachen, die ich schon mal baue, wenn ich Lust drauf habe. Heute geht es nochmal weiter mit dem zweiten Teil zum Skimitar. In dem werden wir das Ganze jetzt pinseln. Übrigens habe ich 2 von den Dingern gemacht. Bin mal gespannt. Ich werde das ein bisschen vielleicht die Köpfe von den Drachen und das Parier vielleicht ein bisschen farblich anders machen bei den beiden. Mal gucken. Ja, dann hoffe ich mal, das erste Teil scheint euch ja schon ziemlich gut gefallen zu haben. Sah auf jeden Fall danach aus. Dann freut euch auf das zweite. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann werden wir das Ganze mal wieder pinseln. Kennt das ja schon. Also der ein oder andere, der jetzt schon ab und zu mal bei mir im Kanal reingeguckt hat. Machen wir erstmal wieder alles in Schwarz. Diesmal benutze ich kein Latex, sondern mal wieder Flexi-Paint. Weil ich eigentlich meistens für den Keller die Sachen mache. Das war ein bisschen viel Wasser am Pinsel noch, aber das ist nicht schlimm. So. Dann werde ich das Ganze jetzt erstmal wieder ein paar Schichten schwarz drauf machen. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn die ganzen Schichten schwarz drauf sind und ich fange an, die richtige Farbgebung zu machen. Würde ich mal sagen. Also wie üblich. Auf Dauer ist das ja ein bisschen langweilig, dann immer zu gucken, wie ich dann nur die Schwarzschichten drauf pinsele. Das ist hier immer dasselbe erstmal. So als, sag jetzt mal als Vorbereitung. So. Das geht immer ziemlich schnell mit dem Pinsel. Bin immer fasziniert von. So. Wie gesagt, dann sehen wir uns wieder, wenn die Schwarzschichten alle drauf sind. Die Schwarzschichten sind jetzt drauf. Ich habe noch ein bisschen mit meinem Glatt gezogen, ne? Also dass das nicht ganz so schlimm gepinselt aussieht. Dann nehmen wir jetzt Flexi-Paint transparent. Hoffentlich nehme ich nicht wieder viel zu viel, aber ihr kennt mich ja wahrscheinlich schon. Flasche drücken wir hier auf Seite. Dann nehme ich ganz normales Silber. Acrylfarbe natürlich. Machen wir mal eine ordentliche Ladung rein. Ganz gut unterrühren. So. Jetzt machen wir hier vom Pinselstiel ab. So, dann wollen wir das Ganze mal ein bisschen tupfen. Ne? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. So, soweit sieht das jetzt aus. Erstmal ein bisschen dünner drauf. Und dann werde ich dann später noch mit Silber drüber, das seht ihr ja dann. Das Parier um den Kopf werde ich in Gold machen. Beziehungsweise, dass das aussieht wie Messing oder halt Gold. Mal gucken. Naja, Farbe habe ich wieder was übrig, aber naja, kennt ihr ja bei mir. Ja, dann hänge ich das Ganze jetzt erstmal wieder auf zum Trocknen und dann geht es mit den anderen Farben weiter. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Und zwar machen wir uns wieder ein bisschen transparent. Diesmal nicht ganz so viel. Also wahrscheinlich doch schon wieder mal zu viel, aber naja, ist ja. So, mal gucken. 2 Goldtuben habe ich. Mal schauen, wo noch was drin ist. Die ist leer. Okay. Gut, dass ich mir noch eine andere runtergebracht habe. Dann haben wir noch die Farbe drauf. Also Leute, mir geht glaube ich langsam mit Gold aus. Also, so, das wird reichen. So. Können wir natürlich auch komplett mit der Acrylfarbe drauf, aber
Ich habe mir jetzt mal überlegt, ich mache das mit dem Flexi-Paint. Dann hält das auch wesentlich besser. So. Das machen wir hier drauf. Pinsel machen wir das sauber, beziehungsweise den Stiel vom Pinsel. Und dann wollen wir den Kopf ein bisschen Gold machen. Und dann werden wir jetzt gucken, dem Maul, gut, dass das alles flexibel ist. Da auch noch ein bisschen schwarz dran kommt. Schwarz, Gold, Entschuldigung Leute. So ein bisschen, damit das nicht auf der Erde bzw. auf der Unterlage kommt. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Die Innenseite muss man nicht so aufpassen, weil das Ganze will ich nämlich dann auch bei dem Gold machen. Das ist nachher der Übergang. Bei Leder schöner. So. Ups. Ich sage ja, Leute, ich werde mehr Platz hier brauchen. So. Sieht aber trotzdem gut aus. So, das Ganze hängen wir jetzt erstmal auf. Das lassen wir jetzt erstmal was antrocknen. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Durch das Tupfen. So, das Gold Amparier ist jetzt trocken. Ich glaube, ich werde die Kugel hier noch mal ein bisschen, das Leder bald ein bisschen nach. Das hat sich ein bisschen über die Zeit gelöst. So, dann werden wir jetzt hingehen und werden mit Silber und Gold noch so ein paar Highlights setzen, dass das noch ein bisschen metallischer aussieht. Dafür nehmen wir jetzt erstmal Silber, wieder einen Schwamm. Guckt, ob ihr da irgendwas habt, Zeitung oder so, wo ihr abtupfen könnt. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen metallischer machen. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Na, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. Sieht doch schon mal ja nicht so übel aus. Gefällt mir. Die Farbe ist jetzt soweit trocken. Dann werden wir jetzt mal anfangen mit Topcoaten. Nehmen wir wieder das Matte. Ja, das sieht irgendwie am hübschesten aus bei dem Ganzen. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal soweit fertig machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Topcoat überall drauf ist. Der Klarlack bzw. Topcoat ist jetzt trocken. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Doppelseitiges Klebeband. Wieder hier so Antik-Finish. Mal wieder ein Braun. Schwarz sieht natürlich auch nicht schlecht aus, aber das will ich jetzt nicht so verranzen. Dann habe ich einen Lederstreifen gemacht. Den habe ich an einer Seite schon mal so ein bisschen angestreckt, damit man nachher besser wickeln kann. Dann noch ein Schwamm für das Färben und natürlich nicht vergessen Handschuhe. Dann noch Messer, Kleber, ja, und noch eine Schere. Aber dann gehen wir jetzt erstmal hin, tun das Ding ein bisschen hier auf Seite. Natürlich wieder aufpassen, dass ich nachher wieder alles festkleben. So. Gehen wir ein bisschen Großziel drüber. Wird der Griff so ein bisschen länger, aber das ist eher, je nachdem, bei der breiten Klinge, dann kann man das auch schon mal, ich sag jetzt mal, als 1,5 Händer benutzen. When you feel low, you can still go. Even when
you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So, muss mal gucken, wie wir das hier so am besten machen. Schneiden wir erstmal ein bisschen mehr ab. Ja, wir kleben ein bisschen mehr dran, damit es danach auch gut hält. Also ich muss sagen, ich habe ja sonst immer Pattex benutzt, also den normalen Klassik. Also ich muss sagen, 2 Komponentenkleber von Pattex, ne, Uhu, der gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Bisschen machen wir noch. Ich mache da noch so ein bisschen Kleber über die Kanten. So, dann hält das nachher auch besser den Leder. So, das sieht schon mal gut aus. Das Leder brauchen wir nicht mehr. Tun wir alles mal ein bisschen auf Seite. Schere allerdings auch nicht. Ziehen wir uns mit Handschuhe an. Dann will man das Ganze noch ein bisschen dunkler machen, dass das schon ein bisschen älter und abgenutzt aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Dann tun wir das mal hier wieder drauf. Wir lassen das Ganze einziehen und eintrocknen. Das Ganze ist jetzt soweit fertig. Der Griff ist trocken. Ja, kann man auch mit 2 Dingern in der Hand nehmen. Oder halt ein bisschen längeren, den hätte ich vielleicht noch ein bisschen kürzer machen können, aber hey, kann man ja beim nächsten Mal irgendwie machen. Ich fand das jetzt eigentlich ganz schick. Ja, wie gesagt, für größere Hände oder auch schon mal mit 2 Händen zu nehmen, kann man das ja benutzen. Ja, so geht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Habt ihr ja schon ein bisschen den näheren gesehen. Das ist jetzt halt ein Skimitar, kann man auch verschiedene Formen, da hätte man auch jetzt noch so machen können. Ich kann euch schon mal ein bisschen was zeigen, und zwar, ich habe dann nachher, ihr kennt mich ja, ich mache hier immer mehrere Sachen. Jetzt habe ich einen noch so ein bisschen so in Knochenoptik in älterer gemacht. Dann ein bisschen in schlichter, ne? Da kann man halt vieles. Vorher habe ich dann noch quasi für mich gebaut. Das ist dann hier quasi mein eigenes. Da habe ich jetzt hier noch so ein bisschen wie Zähne, ein bisschen Leder drum gemacht. Den Kopf, der Griff sieht ja ein bisschen kürzer aus, obwohl der eigentlich auch ein bisschen kürzer ist. Aber wie gesagt, das hier ist jetzt nur wirklich nur als Einhandwaffe gedacht. Oder was man auch mit den Köpfen machen kann, habe ich auch für mich, weil ich brauchte neue Messer. Da habe ich einfach, weil die mir nicht mehr so gefallen haben, habe ich sie abgezogen. Habe hinten am Knauf von den Drachenköpfen was dran gesetzt. Ein bisschen hier, ein bisschen Verzierung hier, ein bisschen was anderes da, obwohl die hier gefällt mir nicht so gut, die hat mir doch ein bisschen besser gefallen. Ja, und schon hat der Dirk neue Messer, ne? Und sowas kann man halt dann machen, wenn man halt so geschäumte Sachen sich macht. Mal schauen. Also das nächste, was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, ich habe mir jetzt einen Schädel besorgt und dann werde ich wahrscheinlich mal so einen Totenschädel schäumen. Danach, nachdem das mit dem Drachen und den Hörnern ja gut funktioniert hat, versuche ich mich mal an so weit. Ja Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. War mal wieder eine Freude mit euch. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.